Herzlich willkommen zu einem neuen Video und einer neuen Staffel im Fokus. Wie Sie sehen, befinden wir uns heute nicht in unserer Dauerausstellung, sondern in unserem improvisierten Studio in einem unserer Depots. Im letzten Video der ersten Staffel habe ich Ihnen die Schiffsglocke des Panzerschiffs Admiral Scheer vorgestellt. Ich verlinke Ihnen das Video nochmal hier oben rechts. Heute soll es um das Schiff selbst bzw. die Klasse der Panzerschiffe gehen. Diese wurden von britischer Seite despektierlich auch Pocket Battleships, was im Deutschen mit Westentaschenschlachtschiff zu übersetzen ist, betitelt. Die Panzerschiffe der Deutschlandklasse entsprangen konstruktiv den Bestimmungen des Versailler Vertrages. Dieser erlaubte es dem Deutschen Reich, seine alten Linienschiffe, zum Beispiel die Schleswig-Holstein, durch neue gepanzerte Schiffe zu ersetzen. Diese durften jedoch maximal 10.000 Tonnen verdrängen. Mit dieser Begrenzung war es im Grunde unmöglich, Schlachtschiffe zu bauen, was im Grunde die Intention des Ganzen gewesen ist. Die Vorentwürfe für die Panzerschiffe gehen bereits auf das Jahr 1920 zurück. Ihre Entwicklung zog sich aber im Endeffekt noch 6 weitere Jahre hin. Zuerst einmal musste über Studien eine Konstruktion gefunden werden, die alle Bedingungen der Marineleitung erfüllten. Diese Studien führten im Endeffekt zu den Plänen des Panzerkreuzers A bzw. der späteren Deutschlandklasse. Die konzeptionelle Besonderheit der Schiffe der Deutschlandklasse lag in dem Umstand, dass sie zum Zeitpunkt ihres Baues schneller waren als die stärker bewaffneten Schlachtschiffe, mit wenigen Ausnahmen, gleichzeitig aber stärker bewaffnet waren als die schnelleren Kreuzer. Somit konnte sie den stärkeren Schiffen ausweichen und die schnelleren Schiffe länger bekämpfen und auf größere Reichweite bekämpfen. Die Panzerschiffe wurden anfänglich von den meisten ausländischen Marinen eher belächelt, wegen ihrer Größe und ihrer konzeptionellen Ausgestaltung. Dies änderte sich jedoch nach der Indienststellung der Schiffe, als erkannt wurde, welchen Kampfwert diese Schiffsklasse besaß. Das von den Briten genutzte Spottwort Pocket Battleship wandelte sich so über die Zeit eher zu einer Bekundung des Respektes. Die Panzerschiffe waren für ihre Zeit ein innovativer Entwurf mit diversen technischen Neuerungen. Das größte Problem für die Konstrukteure lag in der Kombination schwerer Bewaffnung, hoher Geschwindigkeit, aber bei gleichzeitig einer sehr begrenzten Größe. Wie gesagt, sie durften nur 10.000 Tonnen verdrängen. Um Gewicht zu sparen, wurde der Rumpf der Schiffe erstmals nicht mehr genietet. Beim Nieten legt man die Platten übereinander und vernietet sie, sondern sie wurden über ein neues elektrisches Schweißverfahren direkt Kante an Kante verschweißt. Dies sparte rund 15% des üblichen Gewichtes ein. Außerdem setzte man im großen Umfang auf Aluminiumkonstruktionen, wo dies möglich war, um weiteres Gewicht zu sparen. Als Bewaffnung wählte man 6 28 cm Geschütze aus, welche in Trillingstürmen angeordnet waren. Eine neue Geschützkonstruktion ermöglichte es zudem, das mittlere Geschütz genauso schnell zu laden wie die äußeren Geschützrohre. Damit konnte man die Schussfrequenz erhöhen und die Kampfkraft weiter steigern. Aber eine der sicherlich innovativsten Elemente des Panzerschiffs oder der Panzerschiffe der Deutschlandklasse war ihr Dieselmotor. Sie waren die ersten Schiffe dieser Größe, die über einen Dieselantrieb verfügten. Sie besaßen 8 MAN Dieselmotoren, die über ein Vulkangetriebe 2 Wellen antrieben. Ein Vulkangetriebe ist eine hydromechanische Kupplung, die es erlaubt, die einzelnen Motoren unabhängig voneinander zu- oder abzuschalten. Dies ermöglicht unter anderem die Wartung von einzelnen Maschinen während der Fahrt, ohne dass man das gesamte System herunterfahren muss. Außerdem war einer der wichtigen Vorteile einer Dieselanlage ein taktischer, denn ein Antrieb mit Dieselmotoren ließ sich relativ schnell hochfahren und konnte so in überraschenden Gefahrensituationen dazu führen, sich noch vom Feind lösen zu können. Der größte Vorteil des Dieselmotors war aber sicherlich sein Verbrauch. Durch den Einsatz dieser Dieselmotoren konnte die Fahrstrecke der Panzerschiffe immens erweitert werden und machten sie so zu einem idealen Schiffstyp für den Kreuzerkrieg in weit entfernten Gewässern. Jetzt aber noch ein paar mehr Details zu den Schiffen. Die Panzerschiffe der Deutschlandklasse hatten eine Länge von rund 186 Metern, eine Breite von rund 21,5 Metern und einen maximalen Tiefgang von 7,25 Meter.
Sie verfügten, wie bereits erwähnt, über eine Hauptbewaffnung von 6 28 cm Schnellladekanonen C28 L52 in Trillingstürmen sowie über eine Mittelartillerie von 8 Kanonen, Schnellladekanonen 15 cm C28. Zudem kommen die 8 Torpedorohre 53,3 cm. Diese waren sehr markant unter Panzerhauben auf dem Oberdeck aufgestellt und ermöglichen es relativ einfach, die Schiffe der Deutschlandklasse zu identifizieren auf Fotos oder auch bei Modellen. Außerdem führten die Schiffe 2 Wasserflugzeuge vom Typ Arado A196 mit, die über ein Katapult, welches sich im hinteren Bereich des Schornsteins befand, gestartet werden konnten. Äußerlich unterschieden sich die 3 Schiffe der Deutschlandklasse deutlich voneinander. Das Typschiff Deutschland verfügte so zum Beispiel über einen röhrenförmigen Turmmast. Die später gebauten Schiffe Admiral Scheer und Admiral Graf Spee hingegen über einen Gefechtsturm über der Brücke, der beiden ein sehr markantes Aussehen gab. Bei Admiral Scheer wurde dieser Turm während des Werftaufenthaltes 1939-1940 ersetzt durch einen Turm, der an die Form der Deutschland angeglichen wurde. Gleichzeitig wurden bei diesem Werftaufenthalt auch das Vorschiff verlängert und der sogenannte Atlantiksteven, also der Vorsteven, verändert, um die Seeeigenschaften des Schiffes zu verbessern. Gleichzeitig wurden beide noch existierenden Panzerschiffe, die Deutschland, inzwischen umbenannt in Lützow, und die Admiral Scheer, umklassifiziert. Sie liefen nicht mehr als Panzerschiffe, sondern nun als schwere Kreuzer. So viel zu den technischen Details der Panzerschiffe der Deutschlandklasse. Kommen wir nochmal zurück in die Entwicklungszeit der Schiffe. Denn der Bau der Panzerschiffe, damals noch als Panzerkreuzer A bezeichnet, war auch politisch hoch umstritten. Als 1927 erstmals Pläne für den Bau des sogenannten Panzerkreuzers A, der späteren Deutschland, im Wehretat des Reichstages auftauchten, lehnten sowohl die Fraktion der SPD als auch die Fraktion der KPD diese rundherweg ab. Die SPD trat im Reichstagswahlkampf 1918 dementsprechend auch mit dem sehr plakativen Slogan für Kinderspeisung gegen Panzerkreuzerbau an und konnte damit auch signifikante Stimmengewinne einfahren. Im Gefolge der Regierungsbildung im Kabinett Hermann Müller stimmten die SPD-Minister jedoch schlussendlich für den Bau des Panzerkreuzers A, dies vor allem auf Druck des Koalitionspartners DVP. Ein daraufhin gestartetes Volksbegehren der KPD, um den Bau noch zu verhindern, scheiterte, obwohl 1,2 Millionen Ja-Stimmen gesammelt werden konnten, aber dies reichte nicht aus. Nachdem das Panzerschiff Deutschland schlussendlich bereits 1931 vom Stapel gelaufen war, folgte am 1. April 1933 auf der Reichsmarinewerft Wilhelmshaven das zweite Schiff der Klasse, die Admiral Scheer. Admiral Scheer nahm nach ihrer Indienststellung am 12. November 1934 an verschiedenen Flottenmanövern teil. In den Jahren 1936-37 beteiligte sie sich zudem 7-mal an der internationalen Seekontrolle vor Spanien im Zuge des Spanischen Bürgerkriegs und beschoss in diesem Zusammenhang am 31. Mai 1937 die spanische Hafenstadt Almería. Zu Kriegsbeginn war sie aufgrund von Problemen mit der Antriebsanlage nicht voll einsatzbereit und verblieb daher in Wilhelmshaven. Ihre Schwesterschiffe hingegen liefen frühzeitig in ihre Bereitstellungsräume im Nord- und Südatlantik aus, um nach Kriegsbeginn aktiv Kreuzerkrieg zu führen. Das bekannteste Beispiel ist da natürlich die Admiral Graf Spee und ihr Ende in Montevideo. Nach ihrem Umbau 1939-1940 führte Admiral Scheer selbst Kreuzerkrieg im Atlantik, wobei sie innerhalb von 155 Tagen rund 46.000 Seemeilen zurücklegte und insgesamt 17 Schiffe versenken konnte. Ab 1943 war sie als Ausbildungsschiff in der Ostsee eingesetzt und in der Endphase des Zweiten Weltkriegs unterstützte sie mit ihrer schweren Schiffsartillerie die Rückzugsbewegungen der Wehrmacht an der Ostfront. Ihr Ende fand die Admiral Scheer am 9. April 1945 nach Bombentreffern im äußeren Bauhafen der Deutschen Werke Kiel. Nach dem Krieg wurden die zugänglichen Bereiche des Schiffes abgewrackt. Der Rest, rund 60% der Schiffsmasse, liegen jedoch bis heute im mit Kriegsschutz zugeschütteten Hafenbecken. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge im Fokus. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar spannende Details zur Admiral Scheer bzw. der Schiffsklasse der Panzerschiffe erzählen.
Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, schreiben Sie die einfach unten in die Kommentare. Wenn Sie in Zukunft keines unserer Videos mehr verpassen möchten, abonnieren Sie unseren Kanal und drücken Sie die Glocke. Sie erreichen uns außerdem bei Facebook, Twitter und Instagram.